Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquaristik-Experimente. Ich bin einmal mehr im Auftrag der Aquaristik unterwegs und ich bin einmal mehr beim Simon Vogel, Spezialist für Wildform und Skalaren, insbesondere den sehr begehrten und sehr beliebten Altum-Skalar. Und da geben wir euch heute mal ein Update, was so alles Neues gibt. Gibt's einiges, kann ich euch schon mal versprechen. Und wir geben schon auch noch ein paar allgemeine Tipps zur Haltung und Zucht und so weiter. Aber dafür gibt es schon 2 Videos von mir, die ich auch hier mit dem Simon zusammen gemacht habe. Die verlinke ich euch natürlich oben in den Infocards und unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Wenn ihr keine solche Inhalte mehr verpassen wollt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuklicken, ganz wichtig, weil das ist heutzutage sozusagen das eigentliche Abo, damit ihr eben eine Info kriegt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ist alles natürlich kostenlos. Und wenn euch sowas gefällt, Daumen hoch und Kommentare, Fragen, Anregungen ab in die Kommentarfunktion damit. So, jetzt fangen wir mal an. Ja, hallo Holger, schön, dass du da bist. Ist ja jetzt auch schon zum 3. Mal. Ja. Und diesmal hat es sich wirklich wahrscheinlich auch gelohnt für die Zuschauer, erstmal ein paar Neuheiten zeigen. Genau, also du hast neue Varianten an Haltung. Eine neue Variante, die hat noch keiner nachgezogen, das ist eine Kreuzung. Geht auch nur Altum mit Altum. Und dann habe ich auch noch ein paar schöne Wildfänge vorzustellen, die Adabarbo Wildfänge oder die Wichada. Okay, dann gucken wir uns das doch einfach mal an. In dem Becken habe ich jetzt zum Beispiel Adabarbo Wildfänge. Die sind ganz schwer zu bekommen. Echte Adabarbo Wildfänge. Da bin ich auch stolz drauf, dass das gut geklappt hat. Dann sind in dem Becken auch noch Wichada Wildfänge. Das war ein Import von Dezember 21, genauso wie die Adabarbo von Dezember 21. Und die Adabarbo haben auch einen schönen Nasenknick, sind etwas hochrückiger. Und die Wichada haben diese roten Punkte. Es schwimmen aber auch in dem Becken noch Orinoco, Altum Nachzuchten von mir. Die sind etwas kräftiger vom Körper, etwas voluminöser. Sind auch sehr gut gewachsen. Und dahinter sind, wie gesagt, noch schöne Federsalmler. Emidodus gracilis heißt er. Ja, immer eine schöne Größe, ne? Ja. Und sehr federnd wirken die so, wie der Name vermuten lässt. Ja. Ganz tolle Tiere, ne? Schönes Schwarmverhalten, schöne Größe. Ja, ideal für Altum, sind aber nicht oft im Handel. Also ich habe es noch nicht oft gesehen. Hast du die auch nachgezogen? Oder planst du das? Das sind Wildfänger, die glaube ich hat noch keiner nachgezogen. Das sind alles Wildfang. Aber ideale Beifische für so ein großes Becken, weil sie ein schönes Schwarmverhalten zeigen. Hier sind jetzt dann auch Zuchttiere. Und zwar sind da drinnen Orinoco Red, dann Rio Basimoni und Rio Inirida. Das sind jetzt eigentlich, oder das sind Nachzuchten alles von mir in verschiedenen Altersstufen. Wie alt sind die circa? Wovon bis? Also ich kann das genau sagen, von September 23 sind jetzt die Orinoco Red. Und dann sind die Basimoni, die sind vom August 22 und die Inirida sind vom Juli 22. Was ist jetzt der Unterschied? Ja, also zum Beispiel jetzt hier vorne. Ja. Schönes. Ich würde sagen, das ist ein Basimoni. Das ist ein Basimoni. Ha, siehst du ja. Treffer. Und das ist, habe ich auch welche von dir. Das ist ein Basimoni, ja. Ah. Und da hier ist jetzt auch noch ein Basimoni. Die zeigen auch viel Rot, die Weibchen. Ja. Und jetzt kommt ein Orinoco Red. Weibchen. Und das ist ein Orinoco Red Männchen. Und da hinten, der etwas mit den langen Flossen, das ist ein Rio Inirida. Ja, auch wunderschön. Ne? Man muss halt so sagen, die Basimoni sind etwas vom Körper nicht so voluminös. Die Orinoco sind etwas kräftiger. Orinoco Red sieht man hier wieder. Auf der starke Nasenhänge ist bei denen gut zu sehen. Und die Wichada, die haben nicht so einen die Inirida haben nicht so einen starken Nasenknick. Dafür wieder lange Flossen. Das sind so Feinheiten. Also das meiste Rot zeigen eigentlich die Orinoco Red und die Basimoni.
kommt eigentlich immer aufs Futter drauf an. Ne? Mhm. Auf das Licht auch, das kann man alles ein bisschen rauskitzeln. Und das sind jetzt Tiere, wo ich für die Zucht übernehme. Das sind jetzt Tiere, mit denen habe ich schon nachgezogen. Also ihre Eltern sind noch im Amazonas. Der Orinoco Red ist ja eine Kreuzung von mir. Das war ja eine Kreuzung aus Orinoco mit Adabarbo Red. Sozusagen ist es ja F1, weil diese Fische sind ja die erste Generation davon. Die Parsimoni, das waren dann von Wildfang nachzuchten, sind dann F1. Und die Inirida sind dann auch F1. Das waren alles zweimal Wildfänger und einmal diese Kreuzung. Cool. So, dann gehen wir mal weiter zu meinen Adabarbos. Da unten sind die Adabarbos. Das sind jetzt Wildfänge vom Dezember 21. Das ist also ein Import aus Kolumbien. 21. Man kann sagen, oder man kann es einfach nur abschätzen, wenn die im Dezember kommen, da sind die so ein Dreivierteljahr alt. Weil die Hauptbleichzeit in der Natur ist ja immer so zwischen März bis Juni ist so die Hauptbleichzeit. Dementsprechend müssten sie immer 3 Jahre alt sein, wenn sie im Dezember kommen. Und die sind jetzt dann halt in der Größe, wo sie laichen. Oder in dem Alter. Das rechte Bart 2-mal geleicht und das linke Bart 3-mal geleicht. Da hier sind auch die. Das ist Orinoco New, halt, das sind das Falsche. Das, da oben steht alles mit den Adabarbo, weil ich habe die ja mal umgetauscht. Also die Adabarbo waren erst oben, die sind jetzt nach unten gewandert, weil sie jetzt in der Größe einfach noch ein wenig höheres Becken brauchen. Also die haben wir jetzt auf 70er Höhe hier. Mhm. Wunderschöne Tiere, ja. Das ist eigentlich mein ganzer Stolz, jetzt, dass ich die nachgezogen habe, bei echter Adabarbo-Wildfänge zu bekommen. Das ist also ganz selten. Ja, und du siehst jetzt, was sind jetzt, sagen wir gerne mal nach so die Besonderheiten von der Adabarbo-Variante? Die sind etwas kürzer von der Körperform und etwas höher. Also ich finde, die haben mal eine hohe Körperform. Ja. Und sind nicht so, wie gesagt, voluminös, so bullig wie die Orinoco. Und ich finde, die haben so was Güldenes drin, so ein bisschen in der Farbe. Ja, dahin, wenn sie im Licht stehen, ne, da sieht man es noch was. So richtig golden sind die auch. Ne? Ja. So golden sind die vom Körper, die Grundfarbe vom Körper, so golden mit roten Punkten auch. Nicht so extrem rot wie jetzt bei den Orinoco, nicht bei den Parsimoni, aber es sind rote Punkte drin. Und da oben sind jetzt die Rio Vichada, Wildfänge, die mit den roten Punkten. Das war auch ein Import von Dezember 21. Da bin ich auch froh, dass ich die bekommen habe. Die waren vom Herbert Niegel, Aquarium Tietzenbach. Das ist jetzt sozusagen eine Weltneuheit, oder kann man das ist eigentlich absolut was Neues. Man sieht immer schön diese roten Punkte. Die hat auch jetzt noch keiner nachgezogen in Europa. Das ist jetzt mein Zuchtziel, die nachzuziehen. Da braucht ihr immer Herausforderung. Dann, wenn das soweit ist, veröffentliche ich das wahrscheinlich auf einer Webseite, ne? Und das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Genau. Ich tue meine Webseite immer aktualisieren, was so im Angebot ist und die Neuheiten. Oder die Zuchterfolge sind immer auf der Startseite zu sehen. Also das ist was ganz Besonderes, da freue ich mich, wenn das klappt. So, und rechts im Bild sind dann die Orinoco New. Das ist jetzt meine neue Kreuzung. Mhm. Und was dazu sagen, das ist ein Orinoco Red Altum gewesen. Rio Orinoco Red, männliches Tier mit einem Orinoco weibliches Tier. Und die Kreuzung hat halt so viel gute Gene, weil man muss sagen, diese Tiere haben eine unheimliche Größe schon im Alter von 15 Monaten. Die sind erst 15 Monate alt und haben schon die gleiche Größe wie die Wildfänger, die sind 3,5 Jahre auf jeden Fall alt. Ne? Ja, kann man vielleicht, weil er gerade so schön zeigt, diese Flecken da im Ohrbereich. Ja. Kannst du mal kurz was dazu sagen? Das ist dieser schwarze Erregungsfleck. Und den zeigen alle Altums. Und normale Skalare eben nicht, ne? Normale Skalare zeigen den auch, denke ich. Okay. Kommt immer drauf an, was du für Skalare hast. Wildform zeigt den auch. Aber ich finde, die Altums sehen richtig stark aus, wenn sie den Erregungsfleck zeigen. Ne? Ja, sowieso, ne? Wenn sie auch und den haben alle Altums. Der kommt aber nur, wenn sie in gewissen Stimmungen sind. Ne? Sonst sieht man nicht. Aber es ist kein negatives Zeichen, oder? Nein, das ist ganz normal. Das sieht ja bei den Wildfängen auch. Ne? Ja. Es wird zwar immer behauptet, das wären dann keine echten Altums, wenn sie den schwarzen Erregungsfleck zeigen, aber den zeigen ja die Wildfänge genauso. Ne?
Ja. Und das ist immer Kreuzung zwischen Altum und Altum, verschiedene Varianten, aber nicht zwischen Altum und Normalskala, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Also ich habe da noch nie ein Video gesehen oder ein Foto. Wenn das einer mal geschafft hätte, hätte es ja schon längst Bei dir hat es ja auch schon beides in einem Becken. Genau. Wenn das einer geschafft hätte, hätte es schon längst dokumentiert. Ja. Manchmal hört man diesen Tantum-Altum oder so. Ja, der Tantum-Altum ist eigentlich ein schöner Berufsskalar. Ja. Ja. Da wird halt leider der Name missbraucht. Dann habe ich hier Nachzuchten vom Rio Basimoni. Das sind jetzt die F2-Nachzuchten in 2 verschiedenen Altersstufen. Und da hat wer Hunger. Und das sind jetzt Tiere, wo ich für Maizucht nehme. Ich versuche das ja immer zu verbessern, dass ich immer wieder bessere Tiere mache. Und bei denen ist mir es recht gut gelungen. Also die stehen top da. Haben auch eine schöne Spannweite. Auch oben das Filament sieht extrem aus. Ja, also. Und das ist ja Zeichen von guter Wasserqualität. Diese Tiere sind jetzt 16 Wochen alt, die kleineren, und die größeren sind 19 Wochen alt. Ja, 3 Wochen Unterschied, sieht man auch das Wachstum. Ne? Naja. Das ist halt jetzt was für die Zukunft. Der Vorteil ist halt bei den Nachzuchten, die leiden schon mit 1,5 Jahren. Und die Wildfänge, die brauchen ja mindestens 3 oder jetzt gut 3,5. Ne? Bei den Aderbauer waren es gut 3,5 Jahre. Ne? Die Wichada haben heuer noch gar nicht geleicht, die haben noch kein Leichnam gesetzt. Ne? Ja. Das ist nicht so einfach. Man muss da schon voll dranbleiben. Aber das ist jetzt Material, schön, okay. Das ist jetzt Material für die Zukunft. Ja. Und die werden noch besser wie die Eltern. Die Aufzucht hat super geklappt. Hier sind jetzt die Adababo Nachzuchten F1. Da sieht man auch wieder 2 verschiedene Bruten. Die kleineren Tiere sind jetzt 17 Wochen alt und die größeren 21 Wochen alt. Und das ist jetzt auch Zuchtmaterial für die Zukunft. Und das ist genau wie bei dem Basimoni, sind optimal gewachsen, schön ausgezogenes Filament oben. Bei den einen sieht man es da extrem, das sind ja schon 3 Zentimeter, was die oben ausziehen. Die da wächst dann die Flosse hinterher. Da wächst die Flosse hinterher, das ist halt ein Zeichen von guter Wasserqualität. Und das Schlechte ist, wenn es nicht da ist, ne? Wenn das immer wieder wegfault, dann sind so viele Bakterien, so viele Keime im Wasser. Das muss man alles bedenken. Aber mit den Tieren kann ich dann weiterziehen. Also für mich sind die super. Die sehen aus wie Wildfänge. Ah ja. Ja, und wie lange da unten alles Filament ist über dem. Ja. Mit den Tieren kann man gut weiterziehen. So. So, und gleich eine Etage tiefer sind die Orinoco-Red. Das ist ja, wie gesagt, meine eigene Kreuzung. Aber das Rot, muss man sagen, das kommt erst ein bisschen später. Das kommt erst schon mit einem Dreivierteljahr durch. Ne? Ein Altum, der wächst bis zu 3 Jahre, so muss man sagen. Und die Farben werden immer intensiver. Ne? Also mit 1 Jahr geht's los, wo sie sich dann richtig durchfärben. Und dann mit 2 Jahren sind sie eigentlich so richtig ausgefärbt. Ja, das kann ich ja bestätigen. Ich habe ja von dir Tiere, die sind jetzt auch so 3 Jahre alt. Ja. Und da sieht man das auch noch schön. Das ist jetzt meine neue Kreuzung. Und zwar sind das Orinoco New. Ich nenne die einfach New, weil das ein neuer Orinoco ist. Und wir haben es ja draußen gesehen, wie groß die werden. Mit 15 Monaten haben die schon 35 Zentimeter Spannweite, weil die Gene wirklich gut sind. Die sind jetzt hier 8 Wochen alt. Und gehen farblich ein bisschen mehr dann wohin, würdest du sagen? Die gehen auch wieder mehr ins Rötliche. Weil das männliche Tier war Orinoco Red und das weibliche war Orinoco. Aber ich habe es ja draußen gesehen, oder du hast es ja auch gesehen, ist die schon oben rote Punkte wieder haben. Ne? Ja. Ein bisschen Türkis ist mit drin, ja, und ein bisschen Rot. Und für mich ist die Farbe jetzt nicht so das Entscheidende. Für mich ist die Körperform, die Flossen, ne? Eine hohe Körperform, schöne lange Flossen. Das zeichnet ja ein Altum aus. Ne? Genau. Und beim einen ist ein bisschen mehr Blau drin, beim anderen mehr Rot. Es kommt ja aufs Futter auch drauf an, auf die Wasserverhältnisse oder aufs Licht. Das Licht. Können wir ja gleich mal so ein bisschen noch, vielleicht noch ein, 2 Tipps geben, Futter und Licht und sowas. Also heutzutage gibt es ja genügend Möglichkeiten. Da kennst du dich ja besser aus mit den ganzen LED-Lampen, wie man die Farbe rauskitzelt. Aber man soll es nicht übertreiben, finde ich. Geld ausgeben kann man noch jedenfalls jede Menge. Lampen. Ja. Das ist eins dieser Dinge, da kannst du nach oben fast keine Ende finden. Und es bringt aber auch was, muss ich sagen. Also ich habe ja selber den Unterschied so ein bisschen mal live erleben dürfen. Na, das ist wirklich, wenn du ein gutes Licht hast, wo du auch ein bisschen nachtun kannst und so,
macht schon Spaß. Und du hast ja wirklich eben jeden Tag was davon, weil deine Fische einfach und deine Pflanzen toller aussehen. Es ist einfach so. Aber ja. Und Futter? Vom Futter her ist eigentlich bei mir so, am Tag fütter ich die noch 4-mal. Wenn sie dann größer sind, dann langt am Tag 3-mal. Ich fütter die nur mit Frostfutter. Artemia, weiße Mückenlarven, später dann Mysis und Grill. Ich fütter auch keine roten, weil da gibt es immer Probleme im Darm. Das mache ich nicht mehr, weil da hauen sich so sehr am Bauch voll und dann... Ja. Also Flockenfutter ist dann schwierig, oder? Flockenfutter kann man zusätzlich füttern. Das mache ich also bei den Elterntieren oder bei den Rotrücken zum Beispiel, können wir noch einmal Flockenfutter oder ein gutes Granulat. Ja. Aber die Jungtiere, damit sie schnell wachsen, ich verkaufe die ja so mit 12 Wochen. Ja, die sind jetzt 8, kriegen die halt täglich jetzt bei mir. Weiß man mal rein hier. Genau, kriegen die halt jetzt weiße Mückenlarven zum Beispiel. Schon wird so ein Skalar zum Piranha, gell? Und so soll es auch sein, ne? Das müssen alle essen. Und die sind ja jetzt nur mit dem Futter gefüttert worden und haben schon die Größe. Ne? Das ist immer vom Ableichterung. Ja. 8 Wochen hast du. Ja. Und so soll es sein. Genau. So, da unten sind noch Rotrücken. Das Rot kommt natürlich erst mit 5 Monaten. Kein Altturm, ist ein normaler Skalar, ne? Ja, das ist ein normaler Skalar. Aber Wildform. Das ist aus dem Wildfang rausgezüchtet. Ich habe den natürlich jetzt selektiert, dass ich immer wieder die schönsten zusammen habe. Ja, ist klar. Bis das Rot noch ein bisschen breiter wird, größer wird. Und das ist es auch so. Also die sind wirklich so. Können wir uns ja die Elterntiere mal angucken. Genau, die sind richtig. Weil hier sieht man es nicht, weil man ungefähr raus das Rot, sagst du. Mit 5 Monaten. 5 Monate, sagst du. 5 Monaten. Ja. Das sind die Elterntiere. Aber ja, dann nochmal die Eltern dazu, ne? Da sieht man ein bisschen, wo die Reise hingeht und die Gene sind halt da drin, was wir gerade gezeigt haben, ne? Und die sind jetzt ein gutes Jahr alt. Ne? Genau. Ein Rotrücken zeigt halt, wie gesagt, so mit 5 Monaten langsam das Rot. So mit dem Jahr ist es dann richtig durch. Und die wachsen ja bis zu 2 Jahre. Altung bis zu 3 Jahre. Vom Alter her können es 10 Jahre werden, die Rotrücken und die Altermsau. Genau. Und Wasserwerte eher weiches Wasser, oder? Also weiches Wasser ist immer von Vorteil. Bei mir schwimmen sie jetzt zum Beispiel in einem pH-Wert von 7,5, KH4, GH6, 280 Mikrosiemens. Aber wenn du jetzt bei 500, 600 Mikrosiemens hältst, ist es auch kein Problem. Ja. Und die schwimmen rein in Leitungswasser bei mir. Ja, weil du das Leitungswasser hast, dann ich habe eben Osmose. Genau, ich habe halt das Glück, dass ich ja weiches Leitungswasser habe. Da unten sind schöne Beifische, die habe ich jetzt auch mal nachgezogen. Loricaida Spez Adababo, der Zügelstrich Harnischwels. Das ist ein Männchen, hat gerade ein Gelege unten dran. Und dann habe ich auch im Januar Nachzucht noch zu verkaufen. Die verkaufe ich immer so mit 8 cm bis 10 cm Länge. Das ist ein idealer Beifisch für Skalare oder Altums, weil er ist am Boden, er zeigt sich auch viel und er frisst gern Futterreste weg. Ja, in dem Becken sind jetzt Rio Orinoco Red. Die sind jetzt 17 Wochen alt, also haben schon eine schöne Größe. Wenn ich Platz habe, mache ich immer ein paar Tiere größer. Meistens gehen sie aber so mit 12 Wochen raus. Aber jetzt habe ich gerade noch ein bisschen Platz gehabt, da ich gedacht, mach's mal ein wenig größer. Die kriegen jetzt Artemia. Die stehen jetzt aktuell zum Verkauf. Und die sind auch perfekt durchgezeichnet. Ne? Das ist eigentlich so mein Ding. Das sind immer also Qualitätskriterien, kann man ja mal kurz sagen, hier, die Striche müssen durch sein, ne? Ja. Was noch? Ja, schöne lange Flossen. Genau. Das Auge muss im Verhältnis zum Körper passen. Kleines Auge, großer Körper. Dann sieht man, die sind gut gewachsen. Bei 17 Wochen, denke ich einmal, passt das alles. Und so soll es sein. Das ist immer wichtig bei der Aufzucht, regelmäßige Fütterung, gute Wasserqualität. Genau. Wichtig ist halt, da können wir jetzt drauf eingehen, gut, ist das ansprichst, Wasserqualität. Ich wechsle halt wirklich 50%. Das ist auch wichtig, dass man wirklich 50% wechselt, zumindest im ersten Jahr, damit sie schnell wachsen, das ist wie beim Diskus. Da muss man ein wenig dranbleiben. Im zweiten Jahr, sage ich mal, dann alle 14 nach 50%. Das reicht dann aus, aber das erste Jahr ist entscheidend. Vom Becken her, das ist jetzt 1,60 Meter, 60, 60. Das ist eigentlich ideal für eine Gruppe von 6 Tieren.
ich sage mal, Minimum ist 1,20 Meter, 60, 60. Da könnte man 4 Stück reintun. Halt dann viel Schwimmraum lassen. Wenig Bodengrund. Wenig Bodengrund, eine dünne Sandschicht. Vielleicht in der Mitte nur eine rote Moorwurzel oder so eine Dalava-Rotwurzel mit aber Anubias, ein paar Pfanne bepflanzt, mal schöne Steine rein. Dann sieht es edel aus. Ne? Und ein Beisatz an Fischen würde ich sagen, Corridoras können immer rein, den Bodengrund reinigen. Ein paar schöne Welse noch. Und halt einen schönen Schwarm, zum Beispiel Rotkopfsalmler. Man kann auch rote Phantomsalmler reintun, eine schöne Gruppe Beilbäuche. Man kann auch Avistochrama-Arten reintun oder so mittelgroße südamerikanische Buntbarsche wie Biododoma, Cupido zum Beispiel. Sowas kann man immer mit reintun. Geopharus gehen auch. Geopharus gehen auch. Wurzelpflanzen ein bisschen knifflig. Bloß keine Flossenzupfer, wie zum Beispiel Kirschflecksalmler, Rote von Rio und Blutsalmler, die gehen unten an die Filamente ran, die gehen an den dünnen Spitzen dran, beim Füttern meistens. Das ist das Hauptproblem. Also die würde ich nicht reintun, würde ich auf jeden Fall. Signalsalmer gehen auch gut, habe ich dran. Wie bitte? Signalsalmer sieht auch super aus. Gut, es gibt so viele schöne Salmler, aber auf die 3 Varianten, wo ich jetzt mal erwähnt habe, sollte man verzichten, natürlich auch auf Barben. Ganz klar. Südamerika können da auch keine rein, finde ich. So, da unten schwenken wir mal ein bisschen runter. Das sind jetzt Parsimoni. Die sind jetzt 16 Wochen alt. Die stehen jetzt auch zum Verkauf aktuell. Man sieht jetzt als Laie keinen großen Unterschied, aber wenn sie dann älter sind, sind wir von drauf eingegangen, die kriegen jetzt nicht so einen großen Körper wie die Orinoco. Aber vom Rot her sind sie auch fast ähnlich. Sind zierlicher, wirklich zierlicher. Wirken zierlicher, sind vom Wachstum her nicht so schnell wie die Orinoco Red. Also vom Wachstum her sind auch die Adabaro sehr schnell, habe ich festgestellt. Die waren auch sehr groß, die Adabaro. Dann kommen die Orinoco Red und dann halt die Parsimoni und die Orinoco New, was ich davon erzählt habe. Die werden ja auch sehr groß. Wenn jetzt einer bei mir Fische erwerben will, der soll mir bitte eine E-Mail schreiben oder einfach anrufen. Und mit dem Versand funktioniert es super. Ich mache alles mit Go Express. Hier in solchen Boxen, die werden auch extra gekauft. Das sind richtig gute Boxen. Sind richtig schön dick. Da passiert da nichts. Die Fische sind da meistens 24 Stunden drin. Vorne in doppelt gebackten Beuteln. Die Hälfte ungefähr Wasser, die Hälfte Sauerstoff, Heatbags rein. 24 Stunden, ich sage mal, bis zu 48 Stunden halten sie es aus und das funktioniert super. Ja. Ich meine, du machst das ja nicht zum ersten Mal. Genau. Und ich mache das schon mal. Ich kann darauf verlassen, dass das funktioniert. Ja, wann machst du das jetzt eigentlich? Ich mache das seit 2007. Seit 2007, gell? Ja. Also sind wir jetzt Jahre professionell, sagen wir mal, wo du das machst, ne? Ja. Also die ersten Nachzuchten von Aldums waren 2008. Also kannst du sagen, die Aldums züchte ich jetzt sind 16 Jahre. Ne? 16 Jahre, ja. Verrückt, ne? Ja. Und was würdest du sagen, wo du jetzt in den letzten Jahren, wo du sagst, das war für dich nochmal, da hast du selber nochmal was dazugelernt oder das war nochmal wie so ein Aha-Erlebnis? Oder? Wichtig war jetzt eigentlich, ist das mit den Wildfängen geklappt hat, mit den Adabaros. Ne? Orinoco's, da gibt es ja inzwischen schon ein paar Züchter, aber das mit den Adabaro war für mich wirklich wichtig, dass das geklappt hat, reine Wildfänge nachzuziehen. Ne? Das ist immer noch die hohe Kunst. Und dann diese Kreuzung, wie gesagt, dieser Orinoco New, dass du mal was Eigenes wieder hast und die Gene sind sehr gut, die werden also wirklich richtig groß. Da habe ich wieder was Neues und jetzt, mein Ziel ist jetzt die Vichada, die mit den roten Punkten nachzuziehen. Und da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich arbeite dran, aber es ist bei Wildfängen immer ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Ne? Ja. Aber wird es irgendwas, wo du sagst, das hat sich jetzt geändert für mich? Oder das hat früher mal geklappt, jetzt klappt es nicht mehr oder irgendwie sowas? Ja, wenn man einen Fehler macht und hebt zu wenig Tiere auf. Ne? Das war mal vor 2 Jahren, habe ich dann viel ältere Tiere abgegeben, wo nicht mehr geleicht haben. Dann hat es dann mit den Jungen nicht geklappt, weil sie noch zu jung waren. Ja. Und die Wildfänger auch noch zu jung waren. Die Wildfänger brauchen gut 3 Jahre, bis sie überhaupt gleichen. Und die Nachzucht halt 1,5 Jahre. Und da war mal zwischendrin eine Pause. Ja, wie gesagt, die Alten machen nichts, die Jungen machen auch noch nichts und die Wildfänger brauchen einfach jetzt halt so. Aber jetzt habe ich mir genügend Material aufgehoben, haben wir ja gesehen vorhin, die Adabaro, die Parsimoni und die Orinoco Red. Und von denen New werde ich mir auch welche aufheben, damit ich gutes Material habe.
Und jetzt arbeite ich halt weiterhin an den Vicharas, ne? Weil dieses mit diesen roten Punkten, das ist schon was Besonderes. Simon, ich bedanke mich bei dir für diese ausführliche Tour. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Und jetzt, wo ihr jetzt gute Alterungskalare herkriegt, das wisst ihr jetzt. Aber interessante Sorten. Ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg mit deinen neuen Standardvariante, die du da hast. Danke, ich arbeite dran. Auch schön, dass du da warst und so eine tolle Aufnahmen gemacht hast. Und vielleicht kommen wir dann mal wieder, wenn es geklappt hat. Genau, mit dem Vichara, wenn es klappt. Und dann wisst ihr Bescheid. Kannst du gerne kommen. Genau. Ja, und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Daumen hoch nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und wie gesagt, Fragen, Kommentare und auch die Infos findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Ihr findet auch, wie ihr mich bei dem Tierheimprojekt, was ich mache, unterstützen könnt. Packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Ganz wichtige Sache heutzutage. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis demnächst bei Dux Aquaristik Experimente. Ich danke auch. Ciao.